Durchsichtige Boxen gehören quasi zum Handwerkszeug von Sabine Niedmann. Hallihallo, guten Morgen. Bei Kundin Mariam ist es schon der zweite Termin im Keller. Gar nicht absetzen. Perfekt. Dann gehen wir heute die Weihnachtsdeko noch an. Ne? Das steht noch auf dem Plan. So sah es hier noch vor einigen Tagen aus. Vieles hat einen Platz gefunden. Alles aber war nicht zu schaffen. Mal noch hier Weihnachtsdeko und Vorräte. Auch heute wird wieder Gleiches zu Gleichem sortiert. Genau, die Lichterketten, das ist auch wichtig, dass wir die nachher alle an einen Ort machen, weil da tauchen in vielen Haushalten auch immer 100.000 Lichterketten auf. Die werden auch immer einfach nachgekauft. Ne? Spätestens wenn Suchen mühsamer wird als Neukaufen, kann Ordnung hilfreich sein. Und nachhaltig. Da empfehle ich natürlich auch einmal zu überprüfen, ob sie überhaupt noch funktioniert. Und natürlich dann aber beim wieder zurückräumen von der Weihnachtsdeko könnt ihr so einfach ein Stück Pappe nehmen und die dann da aufwickeln. Dann spart ihr euch nächstes Jahr den Stress. Und wahrscheinlich jede Menge Müll. Ich habe das Gefühl in der Tat, dass ich zu viele Sachen habe, aber ich trenne mich jetzt davon und ich habe mich auch letzte Woche danach echt richtig wohl gefühlt, wo ich dann gesehen habe, dass da so wenige Kartons jetzt nur noch da stehen und ich bin dann immer so die Woche hier runtergekommen und konnte sehen, wo was ist. Da bin ich auch echt stolz auf mich, weil ich habe da ein kleines Problem mit dem, ich trenne mich jetzt mal von Sachen. Also es geht ja auch darum, dass du wirklich alles siehst, was du hast und dann noch mal entscheidest, was dann deine Lieblingsteile sind. Eine Methode, die Sabine von ihrem Vorbild, der Bestseller-Autorin Marie Kondo, gelernt hat. Alles auf einen Haufen, nur absolute Lieblingsteile werden behalten. Der Rest kommt weg. Auch für Sabine selbst war das eine einschneidende Erfahrung. Bevor ich das Buch von Marie Kondo gelesen habe, muss ich sagen, habe ich schon sehr viel und sehr unbedacht konsumiert und sehr viel eingekauft, einfach ohne nachzudenken. Und über die Jahre hat sich da sehr viel angesammelt bei mir. Und deswegen war ich für mich sehr dankbar, dass ich auf sie gestoßen bin, einfach weil es für mich so der Ansatzpunkt war, Dinge zu verändern und nachhaltig zu verändern. Auch bei Mariam haben die beiden Tage im Keller einiges ins Rollen gebracht. Es war ein Schockmoment zu sehen, wie viele Sachen ich jetzt ausgemistet habe. Und das war ja jetzt die zweite Runde und es waren 2 volle Autos gewesen. Da fällt mir erst mal auf, wie viele Sachen wir eigentlich bunkern. Und das ist, glaube ich, auch vielen überhaupt nicht bewusst. Und wenn man sich ja davon trennen kann und das zu einem guten Zweck auch gespendet wird, fühle ich mich persönlich wirklich sehr gut und vor allem auch befreit. Veränderung und Befreiung sucht auch ein Paar aus Mainz. Bei Claudia und Florian beginnt der aktive Prozess im Keller. Es ist einfach sehr, sehr voll. Es hat sich sehr viel angesammelt. Reinkommen wird eine Herausforderung werden. Da das Licht. Das Paar hat 2 kleine Kinder. Aufräumen hat da keine Priorität. Oh ja! Ein bisschen unangenehm ist es eigentlich schon, das zu zeigen. Aber nicht sein. Ich sehe ein paar Schlitten, ich sehe ein paar Koffer. Aufräumexpertin Sabine behält den Überblick. Und dann habe ich ein Farbsystem dabei. Einmal rosa für die Spenden, die ich mitnehme, und grau für das, was ihr behaltet, was wir einfach vorsortieren. Florian und Claudia stolpern über Erinnerungen, entdecken vergessene Schätze. Original verpackt. Diskussionen sind vorprogrammiert. Ich würde halt sagen, wegtun. Aber ich möchte behalten. Das Thema Konsum ist tatsächlich eins, was sehr kontrovers, denke ich, auch in den letzten Jahren diskutiert wurde. Und ich bin da natürlich sehr, sehr nah dran, weil ich bei meinen KundInnen häufig eben diese Konsumgesellschaft sehr, sehr plastisch erlebe, weil viele eben von uns heutzutage sehr bedenkenlos konsumieren und einkaufen und gerade bei den Online-Versandhändlern massiv bestellen und jeden Tag kommt der Paketbote und bringt irgendwas Neues. Und da versuche ich wirklich in den Gesprächen, und ich habe ja auch viel Zeit mit meinen Kunden während der Projekte, die Menschen dafür zu sensibilisieren, auch wirklich künftig mit mehr Bedacht zu konsumieren und wirklich zu überlegen, brauche ich das wirklich, kann ich es mir vielleicht leihen? Weil wenn wir einmal uns die Zeit nehmen und die Energie aufbringen, den Haushalt sozusagen entsprechend zu reduzieren, muss sich natürlich auch was am Konsumverhalten ändern. Nach einem Tag, einige rosa, graue und durchsichtige Kisten später, ist zumindest das schlimmste Chaos unter Kontrolle. Ich bin überrascht, wie viel Zeug eigentlich in so einen Keller reinpasst. Also muss ich sagen, wir haben echt die ganze Zeit hier geschuftet und irgendwie, wir sind sehr weit gekommen, aber es ist noch was vor uns. Ich bin jetzt gerade so drin, ich würde jetzt sagen, die ganze Nacht durch, damit es endlich leer ist. Aber wenn man sich ansieht, was wir schon alles rausgetragen haben, dann bin ich, glaube ich, schon stolz, was wir geschafft haben. 2 Tage Arbeit, 3 Personen, ein Kellerraum. Das Resultat? Ein Bilderbuchkeller. Ich hatte
ganz am Anfang noch gesagt, dass ich einfach noch hoffe, dass dieser Knoten sich ein bisschen löst und dieser Ballast los ist. Und es ist einfach nur dieses, man kriegt Luft. Und ich habe auch sogar Platz, hier richtig Luft einzunehmen. Ich habe Gänsehaut, wie du Ja. das sagst. Ordnung schaffen, Ballast abwerfen. Scheint ja zu funktionieren. Richtig. Könnt ihr einen Hochzeitstanz